DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Neulich war ich in so einem alten DDR-Ferienlager, das vollkommen verlassen im Wald lag. Hier waren früher bestimmt hunderte Kinder jedes Jahr. Was haben die hier gemacht? In den großen Ferien sind die allermeisten Schulkinder der DDR ins Ferienlager gefahren. In diesen Ferienlagern wurde Spaß und Spiel und Sport betrieben. Das diente also der Gesundheit und der körperlichen Ertüchtigung. Aber es sollte auch das Kollektiv fest zusammenschmieden und bei Wanderungen und bei Abenden am Lagerfeuer saß man zusammen und hat Lieder gesungen zur Gitarre oder zum Akkordeon. Das gehörte auch dazu. Durchgehend waren diese Ferienlager recht einfach aufgebaut. Also in der Regel hat man in Zelten gelebt und es gab dann nur so ein, zwei feste Gebäude. Da unterschieden sich die verschiedenen Sorten der Ferienlager kaum. Es gab die Ferienlager der Pionierorganisation. Der andere Teil waren Betriebsferienlager, wo die Kinder der Betriebsangehörigen die Möglichkeit hatten, ins Ferienlager zu fahren. Und dann gab es Ferienlager, die der Gesundheitserziehung dienten. Wir haben jetzt sehr schöne Tagebücher aus einem orthopädischen Ferienlager, was sehr schön Aufschluss gibt über die dortigen Aktivitäten. Und schließlich gab es auch Spezialistenlager für junge Mathematiker oder Naturforscher, wo ich Mitglied gewesen bin. Und alles, was ich heute über solche Tiere weiß, über die Rotbauchunke und anderes, weiß ich aus dieser Zeit. Es fand auch ein Schüleraustausch statt. Ein Teil der Kinder hat Gelegenheit, ins sozialistische Ausland zu fahren. Und Schüler aus den sozialistischen Bruderstaaten waren bei uns. Aber die direkte politische Erziehung hat eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Das ist in den Broschüren, die man dann so findet, ist das deutlicher, als es in der Realität war. Ich habe hier zum Beispiel aus unserem Depot meine Heimat DDR Ferienexpedition vom Ferienlager Felix Dzerzhinsky. Das Politische, ja, das nahm man mehr oder weniger so hin, dass da irgendwo eine FDJ-Fahne war, aber da standen schon Freizeitaktivitäten im Vordergrund. Auch damals in der DDR hat die Kirche sogenannte Rüstzeiten veranstaltet. Die waren von der Struktur her ähnlich, bloß dass da eben am Lagerfeuer fromme Lieder gesungen wurden und nicht die Lieder der Arbeiterbewegung. Und ich denke mal auch, dass heute, wenn solche Lager veranstaltet werden von den Kirchen, Jugendorganisationen der Parteien oder von den Pfadfindern, dass sich das nicht so sehr von dem unterscheidet, was wir damals bei den jungen Pionieren in der DDR gemacht haben. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.